بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Das ist unsere 23. Halaqa an der Erklärung von Aqidah Tahawiyyah. Ist nicht mehr viel. Dann beenden wir das Buch Aqidah Tahawiyyah. Imam al-Tahawi sagt, er hat über Paradies und Hölle geredet. Das haben wir schon erklärt. Al-Mu'tazila, sie glauben, dass das Paradies existiert jetzt nicht. Mu'tazila ist auch ein Aussage von Mu'tazila und Qadariyah, dass sie existiert nicht. Aber es gibt viele Beweise, das brauchen wir darüber nicht reden, viele Beweise im Koran, auch im Sunnah. Allah subhanahu wa ta'ala, der Hadith Jibril, hat zum Jibril gesagt, geht zu Al-Jannah und schau, was alles drin ist. Also bedeutet, existiert, Al-Jannah existiert. Auch die richtige Meinung, dass Al-Jannah, das ist der Ort, wo Adam war. Das ist auch die richtige Meinung. Es existiert. Das ist ein Ort, wo Adam war. Und auch, er sagt, dass das Höhlen und Höhlenfeuer und Paradies und Höhlenfeuer sind zwei erschaffene Dinge, die niemals enden. Du findest auch viele Aussagen, aber nicht von Ahl-Sunnah sagen, dass das Jahannam, das Höhlenfeuer endet. Das ist eine Aussage, aber du findest auch Ibn al-Qayyim, in 3 Büchern von ihm, Hadi al-Arwah, er spricht über Paradies, Hadi al-Arwah ila Bilad al-Afrah. In dem Buch, er sagt, du liest das, er sagt, dass Jahannam endet, aber nicht direkt, sagt er das, nicht deutlich. In ein zweites Buch, auch in demselben Buch, er hält auf. Er hält auf, aber danach, dritte Meinung von ihm, in seinem Buch Al-Wabil al-Sayyib, er stellt fest, dass Jahannam bleibt. Das ist seine Meinung. Das ist seine Meinung. Aber es gibt andere Meinungen außerhalb von Ahl-Sunnah, dass über Paradies und Hölle von den Mu'tazila und Philosophen von anderen Gruppierungen. Dann sagt er, das Gute wie das Schlechte sind den Dienern vorbestimmt. Also er redet wieder über Al-Qadar. Du merkst, er redet oft über Al-Qadar in verschiedenen Stellen des Buches. Und das ist nicht angeordnet, wie manche anderen Bücher. Das Gute wie das Schlechte sind den Dienern vorbestimmt. Al-Khayr wa al-Sharr muqaddarani ala al-Ibad. Das
die Fähigkeit, al-Istita'a, die notwendig ist, um eine Handlung erfolgreich zu verrichten, welche keinem Geschöpf zurückgeschrieben werden darf, tritt zusammen mit der Handlung in Erscheinung. Dagegen ist Fähigkeit im Sinne der dazu notwendigen Gesundheit, Leistung, Fähigkeit, Handlungsmöglichkeit und Besitz der nötigen Mittel, die allesamt einer Handlung vorausgehen, gemeint, wenn Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Allah erlegt keine Seele etwas auf, was ihre Fähigkeiten übersteigt. Er redet über zwei Arten der Fähigkeit. Qudra. Er redet über zwei Arten von Al-Istita'a. Es gibt viele Worte. Al-Wusa' heißt auch das. Al-Wusa' heißt Al-Qudra, Al-Istita'a. Das sind alle Worte, die die gleiche Bedeutung haben. Die Fähigkeit auf Deutsch. Es gibt zwei Arten der Fähigkeit. Ich rede über zwei Arten der Fähigkeit. Eine Fähigkeit, die vorher ist, das bezieht sich auf Beauftragung. Also man besitzt die Fähigkeit zu stehen, zu verstehen, zu reden, anzubeten, zum Hajj zu gehen, die Fähigkeit. Al-Istita'a. Das ist allgemein. Vorher ist das. Vor der Tat. Und dieser Istita'a bezieht sich auf Beauftragung. Jemand, der fähig ist, ist beauftragt. Es gibt eine andere Art von Istita'a, die bezieht sich auf der Tat. Also wenn du irgendwas machst, du betest, wenn du Sujud machst. In dieser Zeit, wo du Sujud machst, es gibt eine Fähigkeit, die ist koordiniert an der Tat direkt. Das ist eine andere Art der Fähigkeit. Also wenn du ein Glas trägst, wenn du gehst, wenn du rennst, diese Fähigkeit lässt dich diese Taten machen. Ja? Das bezieht sich auf der Tat. Also diese Fähigkeit ist, während du arbeitest. Ja? Das ist sehr wichtig zu unterscheiden zwischen den beiden. Deshalb die erste Fähigkeit ist allgemein. Da redet man über die Beauftragung. Also derjenige, der nicht aufstehen kann, er sitzt, er betet beim Sitz. Du sagst, er ist unfähig, ist nicht beauftragt aufzustehen. Jemand, der kein Geld hat, ist nicht fähig, zum Hajj zu gehen. Ja? Aber wenn er fähig ist und er geht zum Hajj, dann er hat eine andere Fähigkeit, während er geht zum Hajj, sie lässt ihm tun. Deshalb er sagt hier, والخير والشر مقدران على العباد والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به تكون مع الفعل. Und das ist auch auf Deutsch die Fähigkeit, al-Istita'a, die notwendig ist, um eine Handlung erfolgreich zu verrichten, welche keinem Geschöpf zugeschrieben werden darf, tritt zusammen mit dieser Handlung in Erscheinung. Und hier gibt es Tawfiq, hier reden wir über Erfolg, er erwähnt Erfolg. Allah gibt den Erfolg dieser Tat zu machen. Ja? Du weißt es, du siehst, viele Leute haben die erste Fähigkeit. Viele Leute sind fähig, sind gesund, fähig, aber die machen nicht. Ja? Die machen nicht. Die beten nicht, die lernen nicht. Ja? Weil da gibt es keinen Erfolg von Allah subhanahu wa ta'ala. Obwohl sie fähig sind. Sie haben die Fähigkeit, die allgemeine Fähigkeit. Aber die spezielle Fähigkeit haben sie nicht. Die machen nicht. Obwohl sie haben diese umfassende Fähigkeit. Die können aufstehen, die können lernen, die können überlegen, nachdenken, laufen, stehen. Aber die machen das nicht. Deshalb es gibt zwei Arten.
Deshalb will Mu'tazila sagen, dass diese zweite Fähigkeit kommt vor der Tat. Al-Asha'ira sagen, dass diese Fähigkeit, die macht nicht, das ist nicht die Fähigkeit, die macht, die trägt. Nein, diese Fähigkeit ist nur da, aber die trägt nicht. Manchmal es gibt Aussagen, die kann man nicht vorstellen. Es gibt Aussagen, die kann man nicht vorstellen. Aber die Aussagen von Al-Sunnah sind rechtmäßig und auch rational. Weil wenn du was tust, diese Fähigkeit hat getan, mit Erfolg von Allah subhanahu wa ta'ala. Weil wenn du betest, wenn du Ilm lernst, es bedeutet, dass Allah subhanahu wa ta'ala hat dir Erfolg gegeben, das zu machen. Wenn Allah dies nicht getan hätte, wärst du gar nicht dazu gekommen, sowas zu machen. Wir reden über die zweite Fähigkeit. Deshalb viele verstehen das nicht. Deshalb, wir reden über 3 Sachen. Hier merkt er das. Da gibt es Allah subhanahu wa ta'ala, hat uns die Existenz gegeben, Al-Ijad. Und dann hat uns vorbereitet, das ist die erste Fähigkeit, vorbereitet, Verstand, Kraft, man sieht, man hört, man kann aufstehen, man hat ein Herz. Ja, das ist Vorbereitung. Die meisten haben das. Derjenige, der sowas nicht hat, ist nicht beauftragt. Und dann kommt eine dritte Sache, das ist das Tun, das ist Erfolg. Da kommt Erfolg von Allah subhanahu wa ta'ala. Deshalb der hat gemacht und der andere hat nicht gemacht. Da kommt die Frage jetzt. Wenn du sagst, Allah subhanahu wa ta'ala hat uns das Leben gegeben, dann die Fähigkeit gegeben, warum hat uns nicht alle den Erfolg gegeben? Warum hat uns nicht alle die Fähigkeit gegeben? Manche konvertieren, manche nicht, manche beten, manche nicht. Manche führen Tawhid durch, manche nicht. Ja? Manche machen Dhikr, manche nicht. Manche studieren das Wissen, manche nicht. Warum Allah gibt Erfolg für den und den nicht? Im Koran gibt es viele Ayat, die beweisen, dass Allah subhanahu wa ta'ala gibt, wenn derjenige will. Diejenigen, die den Weg von Rechtsleitung genommen haben, wir haben ihnen die Rechtsleitung gegeben. Auch wenn jemand will und zeigt, er will, Allah gibt ihm Erfolg. Aber der andere will nicht. Sie bezieht sich auf den Namen von Allah subhanahu wa ta'ala, Hakim, der Allweise. Allweise. Deshalb derjenige, der will, er bekommt das. Derjenige, der will Al-Khair, er bekommt das. Allah gibt ihm das. Aber wenn er nicht will, da bekommt er nichts. Außer wenn Allah subhanahu wa ta'ala ihm einen Ausweg macht und zeigt ihm das und hilft ihm. Weil Allah weiß, was in seiner Seele ist. Allah weiß. Allah hat ein Hikmah in dieser Sache. Deshalb, der redet darüber. Mit dieser Handlung in Erscheinung. Dagegen ist Fähigkeit im Sinne der dazu notwendigen Gesundheit, Leistungsfähigkeit, Handlungsmöglichkeit und Besitz der nötigen Mittel, allsamt eine Handlung vorausgehen, gemeint, wenn Allah, der Allerhabene, sagt, Allah erlegt keine Seele etwas auf, was er Fähigkeiten übersteigt. Also Allah subhanahu wa ta'ala verlangt nicht von jemandem, der nicht aufstehen kann, dass er beim Gebet stehen sein muss. Oder jemand, der kein Geld hat, er muss Zakat geben. Oder jemand, der kann nicht zum Hajj gehen, muss zum Hajj gehen.
Das ist die Bedeutung von Al-A. Das ist Al-Istita'a, die erste Istita'a, allgemeine, grundlegende Fähigkeit. Ja? Aber Mu'tazila sagen, dass die zweite Fähigkeit ist bevor der Tat. Das stimmt nicht. Die ist immer mit der Tat, mit dieser Handlung in Erscheinung. Tritt zusammen mit dieser Handlung in Erscheinung. Deshalb, das ist hier, was will er sagen? Er will sagen, dass Tawfiq, dass der Erfolg kommt von Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Mu'tazila, die verneinen das. Qadariyah, das sind Qadariyah, die sagen, der Abd tut. Die verneinen Al-Qadar. Die verneinen Al-Qadar. Deshalb, die nennen das Al-Adl in ihren Grundlagen. Al-Adl. Ja? Aber sie auch, die machen keinen Unterschied zwischen der zwei Arten des Willens. Ja? Das kommt. Wir werden das im Tadmuriyya reden, über diese Sekten. Die Handlungen der Diener sind von Allah, dem Allerhabenen, erschaffen. Die Handlungen der Diener sind von Allah, dem Allerhabenen, erschaffen. Und Verdienst wird von den Dienern erworben. Er hat ihnen nur das auferlegt, wozu sie in der Lage sind. Und sie sind nur in der Lage, das zu tun, was er ihnen auferlegt hat. Dies ist im Kern die Erklärung der Worte, es gibt keine Macht und keine Kraft außer bei Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Das ist dieselbe Bedeutung. وأفعال العباد هي بخلق الله تعالى وكسب من العباد ولم يكلفهم إلا بما يطيقونه ولا يطيقون إلا ما كلفهم ولا يطيقون إلا ما كلفهم وهو حاصل تفسير قولي لا حول ولا قوة إلا بالله. Die Handlungen der Diener sind von Allah, der Allerhabene, erschaffen. Al-Mu'tazila sagen, Al-Mu'tazila, Qadariyah, die Mittleren, die nicht Übertreiber, die sagen, dass der Mensch hat seine Taten erschaffen. Deshalb sie nennen Al-Mu'tazila Al-Majus, die Majus von dieser Umma, weil Al-Majus, die glauben an zwei Götter. Also die haben den Mensch als Gott gemacht, dass er schafft seine Taten. Allah subhanahu wa ta'ala, die Handlungen der Diener sind von Allah, dem Allerhaben, erschaffen. Und Verdienst wird von den Dienern erworben. بخلق الله وكسب من العباد. Also Allah hat dem Diener die Fähigkeit gegeben. Er hat eine Fähigkeit. Das ist das Geheimnis der Schöpfung. Der Mensch ist eine wunderschöne Maschine, was Allah erschaffen hat. Der Mensch, du siehst das, wenn du jetzt, du willst es beweisen jetzt. Du sitzt mit dir und du spürst diese Art, freiwillig zu sein. Du bist freiwillig. Du fühlst das, du bist freiwillig. Du kannst reden, kannst du nicht reden. Kannst du rausgehen, nicht liegen, stehen, sitzen, rechts gehen, links gehen. Du kannst machen, was du willst. Also du fühlst das. Allah hat dir das gegeben. Das ist deine Tat. Du machst das. Aber diese Art Fähigkeit, es ist unter dem Willen von Allah subhanahu wa ta'ala. تحت المشيئة. Wenn Allah es wollte, machst du das. Und Allah gibt dir Erfolg, das zu machen. Allah hat auch die Fähigkeit erschaffen in dir. Wer hat dir Fähigkeit gegeben? Allah. Wer hat dir Erfolg gegeben? Allah. Wer hat dir den Wille gegeben? Allah. Ja, das ist eine Sache, die bezieht auf Al-Qadar.
Deshalb, es braucht das Shukr, wenn du siehst, dass du eine Ibadah leicht für dich. Es gibt Ibadah, die leicht für dich. Du machst das leicht, ohne Anstrengung. Du machst es leicht. Manche lernen ohne Problem. Lehren ohne Problem. Beten ohne Problem. Fasten ohne Anstrengung. Gehen zum Hajj. Jeder Mensch Allah hat ihm was gegeben, hat ihm eine Tür von Al-Khair geöffnet, wo diese Taten leicht macht. Ja? كل ميسر لما خلق له. وكسب من العباد. Das ist deine Tat. Weil du wirst gefragt über diese Tat. Deshalb du siehst im letzten Ayah von Surat al-Baqarah, لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. لها ما كسبت. كسب. Also لها كسب, das ist حسنة كسبة. وعليها ما اكتسبت. عليها لها ist nicht عليها. لها das für dich, aber عليها ist gegen dich. Deshalb es gibt einen Unterschied zwischen Kesb und Keseba und Kteseba. Du siehst, Keseba ist nur 3 Buchstaben, aber Kteseba 5. Und in der Regel, wenn das Wort, Aufbau des Wortes mehr ist, mehr Buchstaben bedeutet, die Bedeutung ist mehr. Schau mal hier, es gibt eine feine Bedeutung hier. Al-Hasana, Kesb. Leicht. Kesb, leicht. Al-Hasana ist leicht zu machen. Aber Kteseba ist schwer. Guck mal, wie viele Buchstaben es gibt. Kteseba. Schwer. Bedeutet, die Seele von der Rahma von Allah, die Seele neigt zu Al-Khair, mehr als zu Schar. Die Seele neigt zu Al-Khair, mehr als zu Schar. Aber das ist Al-Fitra. Al-Fitra, die hilft, in diese Richtung zu gehen von Al-Khair. Auch die Offenbarung, Al-Wahi. Aber du siehst, dass der Mensch, der wird und wurde gezogen zu einer Richtung mit aller Kraft. Mit aller Kraft. Wird gezogen zu einer anderen Richtung. Die Richtung von Al-Iktisab. Diese schwierige. Der macht das. Aber warum? Was haben diese beiden Arten von Shayatin verdient? Die Shayatin von Ins und Shayatin von Al-Jinn. Was haben die verdient? Was werden sie verdienen? Was haben sie verdient? Was? Wenn sie die Menschen in diese Richtung zu ziehen, was haben die verdient? Nichts außer Zorn von Allah subhanahu wa ta'ala und Verlust in der Dunya und der Akhirah. Deshalb Al-Kasb ist was Einfaches. Al-Iktisab ist was Schweres. Also die Sünde ist schwer, aber Al-Hasana ist einfach. وَلَمْ يُكَلِّفْهُمْ إِلَّا مَا يُطِيقُونَهُ. Hat ihnen nur das auferlegt, wozu sie in der Lage sind. Also wenn du, das haben wir geredet darüber vorher. Wenn du Fähigkeit hast, du mach. Keine Fähigkeit, mach das nicht. Kannst du nicht aufstehen beim Gebet, so krank, setz dich. Kannst du nicht fasten, krank, fasten nicht. Kannst du nicht zum Hajj gehen, geh nicht. Hast du kein Geld, Zakat, mach das nicht. Du hast das nicht. Mach das nicht. Aber Allah fragt dich über Sachen, die du kannst. Die Fähigkeit, die beziehen sich auf die Fähigkeit. Frag dich Allah subhanahu wa ta'ala. Deshalb Al-Qudra. Wozu sie in der Lage sind. Und sie sind nur in der Lage, das zu tun, was er ihnen auferlegt hat. Allah hat uns nicht, weil es gibt ein Thema in Usul al-Fiqh, auch in Al-Aqidah, in Al-Mu'tazila. Sagen, es ist möglich. Allah beauftragt uns mit dem Unmöglichen. Das stimmt nicht alles. Allah
Allah beauftragt uns nicht, einen Berg zu tragen. Taklif al-Muhal. Es gibt Taklif al-Muhal, die unmögliche Beauftragung. Dass jemand verrückt und er muss beten. Er muss handeln, rechtmäßig handeln. Das ist unmöglich. Und es gibt Taklif bil-Muhal. Auftragen mit dem Unmöglichen, mit einer Sache. Trage einen Berg. Ja? Trage einen Berg. Oder faste und nichts essen. Das gibt es nicht in der Scharia. Rahma von der Scharia. Sei redet darüber. In der Lage sind. Und sie sind nur in der Lage, das zu tun, was er ihnen auferlegt hat. Dies ist im Kern die Erklärung der Worte. Es gibt keine Macht, keine Kraft, außer bei Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Du kannst dich nicht bewegen, außer mit Hilfe von Allah subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Du kannst nicht Al-Ibadah durchführen, außer mit Isti'ana von Allah subhanahu wa ta'ala. Das will er sagen. Naqul, wir sagen. Also immer wenn er sagt, wir sagen, das ist Al-Ahnaf. Das ist am Anfang gesagt, Hanafiyya, das ist Abu Hanifa und seine Schüler und die Anhänger von ihnen. Das ist Al-Aqidah von ihnen. Wir sagen, es gibt kein Mittel und keine Schachzug. Habe ich das richtig erwähnt? Habe ich das richtig ausgesprochen? Schachzug. Kein Schachzug. Ja? La Hilata. Schachzug für irgendjemanden, sich vom Ungehorsam gegenüber Allah abzuwenden, außer mit Allahs Beistand. Und niemand besitzt die Macht, zum Gehorsam zu finden und darin beständig zu bleiben, ohne dass Allah ihm dabei erfolgreich verleiht. Das haben wir erklärt. Selbe Bedeutung, was er gesagt hat. Auch La hawla wa la quwwata illa billah. Das ist die Bedeutung von La hawla wa la quwwata illa billah. Alles geschieht entsprechend dem Willen Allahs, des allgewaltig Erhabenen, gemäß seinem Wissen, seine Bestimmung und seine Vorsehung. Sein Wille überwältigt jeden anderen Willen. Und seine Bestimmung stärker als jede List. Allah subhanahu wa ta'ala ist der Besitzer. Aber das ist der Iman, es braucht Iman im Herz. Allah ist der Besitzer. Es wird nicht geschehen aus seinem Eigentum, außer was er will. Egal, was die Leute machen wollen. Das ist sein Besitz. Und nichts wird geschehen in seinem Besitz, außer was er will, subhanahu wa ta'ala. Und nicht, was die Menschen, die Unfähigen, tun wollen. Es kommt die Frage wieder von Übel. Diese Frage hat der Koran sehr gut und das Sunnah das sehr gut beantwortet. Allah subhanahu wa ta'ala prüft, Allah bestraft. Aber die Menschen, das ist wie diese Geschichte von dieser Friseur mit seinem Freund. Der Friseur ist Atheist. Sein Freund ist gläubig, glaubt an Allah, Gott, an den Schöpfer. Wir haben nur 5 Minuten. Der Freund kam zum Friseur. Dieser Mann, der Gläubige, kam zum Friseur. Und die haben diskutiert wie immer. Dann stand auf, nachdem er fertig war, hat gesagt, ja, es gibt keinen Erfolg mit diesem Mann. Ich kann mit ihm nicht mehr darüber reden. Besser, ich lasse das Thema.
Dann ist er raus. Im Bezahlt ist er raus. Und er fand neben seinem, äh, seinem Geschäft dort, seinem Friseurladen, er fand jemand mit sehr langen Haaren, mit dieser Hippies. Ich sage, bitte kommen Sie mit rein. Der kam mit ihm rein und sagt zu seinem Freund, Friseur, sagt zu ihm, es gibt keinen Friseur in der Welt. Sag, wieso? Ich bin doch Friseur. Ich existiere, ich bin da. Siehst du mich nicht? Sag, natürlich gibt es keinen Friseur in der Welt. Schau mal, wenn es Friseuren gäbe, wäre dieser Mann nicht mit so vielen langen Haaren. Sag, ja, der muss zu mir kommen. Sag, ja, die Leute müssen zu Allah kommen. Allah existiert, aber die Leute, die kommen nicht zu Allah. Deshalb siehst du viel Übel auf der Erde. Und der konnte nicht sagen. Das kannst du auch mit dem Arzt sagen. Du sagst zu ihm, es gibt keine Ärzte in der Welt, weil es gibt kranke Leute. Also sollen zu uns kommen. Aber warum geht ihr nicht zu Allah? Macht Ad-Dua. Und das ist eine gute Antwort. Alles geschieht entsprechend dem Willen Allahs, der allgewaltig Erhabenen, gemäß seinem Wissen. Das ist, wir haben Qadar. Das ist die erste Stufe von Al-Qadar. Hat gewusst, seine Bestimmung, Mashi'a, er will, das zweite, Bestimmung und seine Vorsehung, sein Wille überwältigt jeden anderen Willen. Und seine Bestimmung ist stärker als jede List. Er tut, was immer er will. Und er ist niemals ungerecht. Er steht in seiner göttlichen Reinheit weit über jeglicher Schlechtigkeit. Das ist eine Zusammenfassung. Das ist tief und exakt geschrieben. Und ist hoch erhaben über jede Art von Fehlern oder Unzulänglichkeit. Er wird nicht nach seinem Tun befragt. Sie jedoch werden befragt werden. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا. هذا غير über seinen Namen Al-Adl. Allah subhanahu wa ta'ala ist erhaben über Ungerechtigkeit, nicht wie der Mensch. Der Mensch ist ungerecht. Ja, wenn der Mensch Macht hat, ist er ungerecht. Meistens. Ja? وهو العزيز الحكيم. Kommt oft im Koran. Al-Aziz al-Hakim. Al-Aziz ist der Vollkommenheit der Macht. Aber Al-Hakim. Hakim. Oder Rahim kommt auch. Der Mensch, wenn er Macht hat, er ist wie ein Kind. Wie ein Kind. Ja, ist wie ein Kind. Er freut sich über sein. Und er tut Ungerechtigkeit. Allah ist erhaben über das. Und inshallah, nächstes Mal machen wir weiter. 1, 2. Also 2 Halaqa sind wir fertig mit der Aqidah Tahawiyyah. Inshallah. Also das ist unser Halaqa für heute. Es gibt weniger als 1 Minute. Wenn jemand eine Frage hat, ja, kann mich fragen. Fikum barakallah. Okay, dann keine Frage. Okay, dann beenden wir unser Halaqa. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.